Am 24.06.2022 hat der Supreme Court in den USA das allgemeine Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gekippt. Die Entscheidung über das Abtreibungsrecht liegt nun wieder bei den Bundesstaaten. Viele Bundesstaaten haben Schwangerschaftsabbrüche bereits verboten. Die US-amerikanische Philosophin Judith Jarvis Thomson beschäftigte sich schon 1971 in mehreren Gedankenexperimenten mit dem umstrittenen Thema Abtreibung. Aus aktuellem Anlass lohnt sich ein erneuter Blick auf diesen Klassiker der zeitgenössischen Philosophie. Judith Jarvis Thomson ist eine der wichtigsten Philosophinnen der letzten Jahrzehnte, vor allem innerhalb der Moralphilosophie. Sie hatte ein besonderes Talent dafür, Gedankenexperimente zu erfinden. Sie formulierte beispielsweise verschiedene Varianten des berühmten Trolley-Dilemmas. In ihrem 1971 erschienenen Aufsatz A Defense of Abortion, zu Deutsch eine Verteidigung der Abtreibung, setzt sie sich mit der Frage auseinander, ob Abtreibung legitim ist oder nicht. Der Aufsatz zählt mittlerweile zu einem der weltweit meistgelesenen und diskutierten Texte der zeitgenössischen Philosophie. Thomson ist US-Amerikanerin und sie veröffentlicht diesen Aufsatz zu einer Zeit, in der die Abtreibungsdebatte in den USA besonders heiß hergeht. Damals war in fast allen Staaten der USA Abtreibung entweder komplett verboten oder nur in besonderen Ausnahmefällen erlaubt, etwa bei Inzest nach einer Vergewaltigung oder wenn das Leben der Frau in Gefahr war. 1973 erließ der Supreme Court dann ein Urteil, welches dazu führte, dass Abtreibung vor der 12. Schwangerschaftswoche nicht mehr unter Strafe gestellt werden durfte, selbst wenn die einzelnen Bundesstaaten dies wollen. Es handelt sich um das berühmte Urteil Roe vs. Wade, welches vor einigen Wochen wieder aufgehoben wurde. Seitdem haben viele US-Bundesstaaten Abtreibung wieder unter Strafe gestellt. Und nicht nur in den USA, sondern auch in vielen weiteren Ländern weltweit ist Abtreibung strafbar bzw. nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt. Eine Übersicht über die aktuellen Abtreibungsgesetze weltweit findest du unten in der Infobox. Aber was spricht denn eigentlich gegen Abtreibung? Das gängigste Argument gegen Abtreibung lautet wie folgt: Eine Person hat das Recht auf Leben und es ist daher moralisch falsch, vorsätzlich ihren Tod herbeizuführen. Ein Fötus ist eine Person und hat ein Recht auf Leben. Daraus folgt, den Tod eines Fötus vorsätzlich herbeizuführen, ist moralisch falsch. Durch eine Abtreibung wird der Tod des Fötus vorsätzlich herbeigeführt. Also, Abtreibung ist moralisch falsch. Hierbei handelt es sich um ein gültiges Argument. Das bedeutet, aus den 3 Prämissen folgt zwingend die Konklusion. Wenn die Prämissen wahr sind, ist auch die Konklusion wahr. Um die Konklusion verwerfen zu können, muss man daher eine der 3 Prämissen verwerfen. Die 3. Prämisse kann nicht verworfen werden. Sie beinhaltet Definition von Abtreibung. Sobald man also bei der Konklusion 1 angekommen ist, lässt sich die Konklusion 2 nicht mehr vermeiden. Betrachten wir daher die Prämissen 1 und 2. In der klassischen Abtreibungsdebatte wird über die Prämisse 2 gestritten, genauer um den moralischen Status des Fötus. Entweder man bejaht, dass der Fötus eine Person ist und hält Abtreibung für moralisch falsch, oder man verneint, dass der Fötus eine Person ist und hält Abtreibung für moralisch erlaubt. Wenn dich die Diskussion um den moralischen Status insbesondere von Embryonen interessiert, empfehle ich dir mein Video Die Skip-Argumente und ihre Kritik. Das Interessante und Neue an Thomsons Argumentation ist nun, dass sie Prämisse 2 akzeptiert. Obwohl sie auch diese Prämisse für falsch hält, schenkt sie den Abtreibungsgegnern die Prämisse und gesteht damit zu, dass der Fötus vom Augenblick der Konzeption an eine Person ist. Wie kann das Argument unter dieser Annahme widerlegt werden? Es bleibt nichts anderes übrig, als Prämisse 1 zu widerlegen. Und genau das versucht Thomson in ihrem Aufsatz mit mehreren Gedankenexperimenten und Analogien. Thomson präsentiert in ihrem Aufsatz mehrere Gedankenexperimente bzw. Analogien, welche sich mit der Frage auseinandersetzen, ob es tatsächlich eine unbedingte moralische Pflicht gibt, Personen am Leben zu erhalten. Wichtig hierbei ist, dass sich ihre Argumentation nur auf ungewollte Schwangerschaften bezieht, etwa durch das Versagen von Verhütungsmitteln oder nach Vergewaltigung, beziehungsweise auf Schwangerschaften, durch welche das Leben der Mutter in Gefahr ist.
Noch wichtiger ist, dass sie mit ihren Gedankenexperimenten und Analogien nicht 1:1 die Situation der jeweiligen Schwangerschaft abbilden will. Es geht ihr vielmehr darum, den Kern der Argumente gegen Abtreibung herauszuarbeiten und zu analysieren. Durch ihre Analogien will Thompson implizite normative Leitlinien, Gründe und Prinzipien von Abtreibungsgegnern veranschaulichen und bewerten. In diesem Video möchte ich auf 4 ihrer Gedankenexperimente und Analogien eingehen: die Geiger-Analogie, die Analogie vom schnell wachsenden Kind, die Einbrecher-Analogie und die Analogie von den Menschensamen. Stell dir folgende Situation vor. Du wachst morgens auf und findest dich in einem Bett liegend, Rücken an Rücken mit einem bewusstlosen Geiger wieder. Einem berühmten bewusstlosen Geiger. Bei ihm wurde ein tödliches Nierenleiden diagnostiziert und die Gesellschaft der Musikfreunde hat alle verfügbaren medizinischen Krankenakten geprüft und herausgefunden, dass nur du die richtige Blutgruppe hast, um ihm helfen zu können. Sie hat dich deshalb entführt und letzte Nacht wurde der Blutkreislauf des Geigers an deinen angeschlossen, sodass deine Nieren dazu benutzt werden können, sein Blut genauso wie dein Blut zu entgiften. Der Krankenhausdirektor erklärt dir jetzt: Schauen Sie, es tut uns leid, dass die Gesellschaft der Musikfreunde Ihnen das angetan hat. Wir hätten das niemals erlaubt, wenn wir davon gewusst hätten. Aber Sie haben es nun einmal getan und jetzt ist der Geiger an Sie angeschlossen. Sie abzukoppeln würde bedeuten, ihn zu töten. Aber halb so wild. Es ist ja nur für 9 Monate. Bis dahin hat er sich von seiner Krankheit erholt und kann gefahrlos von Ihnen abgekoppelt werden. Der Geiger ist gemäß dieser Analogie der ungewollte Fötus im Bauch und du die schwangere Frau. 9 Monate lang kann der Geiger nicht ohne dich überleben, ebenso wie das im Bauch heranwachsende Kind. Dieses Gedankenexperiment soll zeigen, dass selbst wenn man anerkennt, dass der Geiger eine Person ist und ein Recht auf Leben hat, daraus intuitiv nicht folgt, dass man selbst die moralische Pflicht hat, ihn am Leben zu erhalten. Es wäre nicht moralisch falsch, seinen Tod herbeizuführen. Würde man tatsächlich 9 Monate, 9 Jahre oder sogar sein ganzes Leben mit ihm verbunden bleiben, um ihn am Leben zu erhalten, so würde dies über eine moralische Pflicht hinausgehen. Ein solches Handeln nennt man in der Philosophie supererogatorisch. Supererogatorische Pflichten übersteigen das Maß des moralisch Gesollten, beziehungsweise ihre Erfüllung übersteigt das Maß der Zumutbarkeit für den Einzelnen. Solche Leistungen gelten als gut und sogar als hochlobenswert, aber nicht als moralisch einforderbar. Dementsprechend ist es moralisch erlaubt, solche Pflichten nicht auszuüben. Thompson verwendet in ihrem Text den Begriff supererogatorisch nicht, sondern spricht vom sehr guten bzw. überragenden Samariter. Gemeint ist das Gleiche. Das Gedankenexperiment vom Geiger macht deutlich, dass es bei dem Verbot von Abtreibung um die Pflicht geht, eine andere Person mit Hilfe des eigenen Körpers am Leben zu erhalten. Das Lebensrecht des Fötus kann nur mit Hilfe des Körpers der Mutter geschützt werden. Diese Pflicht wird von Abtreibungsgegnern nicht nur als eine moralische Pflicht bezeichnet, sondern sogar als eine gesetzlich vorgeschriebene Pflicht eingefordert. Zur Erfüllung einer solchen supererogatorischen Pflicht darf jedoch laut Thompson niemand, weder moralisch noch gesetzlich, verpflichtet werden. Diese Pflicht kollidiert nämlich mit dem Selbstbestimmungsrecht der Mutter. Häufig wird dann in der Abtreibungsdebatte pauschal gefragt: Was ist höher zu gewichten, die körperliche Selbstbestimmung der schwangeren Frau oder das Leben des Kindes? Eine pauschale Antwort auf diese Frage lehnt Thompson ab. Man sollte vielmehr im Einzelfall abwägen, welches Recht jeweils überwiegt: das Lebensrecht des Fötus oder das Selbstbestimmungsrecht der Mutter. Das Gedankenexperiment vom Geiger illustriert sehr eindrücklich, dass selbst wenn man akzeptiert, dass der Fötus eine Person ist und ein volles Recht auf Leben hat, daraus nicht zwingend folgt, dass die schwangere Frau moralisch verpflichtet ist, ihn auszutragen und damit am Leben zu erhalten. Die Prämisse zu akzeptieren, dass der Fötus eine Person ist und ein Recht auf Leben hat, genügt also nicht, um daraus den Schluss zu ziehen, dass jede Frau die moralische Pflicht hat, das Leben dieses Fötus zu erhalten. Das Prinzip gilt nicht in jedem Fall. Man könnte nun einwenden, dass in der Geiger-Analogie jemand gegen seinen Willen entführt und an den Geiger angeschlossen wurde. Der Fall entspricht damit einer Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung.
Wenn die entführte Person den Geiger von sich abkoppeln darf, dann darf auch eine vergewaltigte Schwangere den Fötus abtreiben. Man könnte also nach einer Vergewaltigung eine Ausnahme vom Abtreibungsverbot machen. Doch Thompson widerspricht diesem Einwand. Denn wenn man dem Fötus ein unbedingtes Lebensrecht zugesteht, dann nimmt dieses nicht ab oder verschwindet, weil er durch eine Vergewaltigung gezeugt wurde. Und tatsächlich lassen extreme Abtreibungsgegner eine solche Ausnahme auch nicht gelten. Sie halten Abtreibung unter allen Umständen für moralisch falsch, selbst wenn die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung zustande kam und auch dann, wenn sie das Leben der Mutter verkürzt. Man könnte außerdem einwenden, dass im Unterschied zum Gedankenexperiment vom Geiger die schwangere Frau sehr wohl die moralische Pflicht hat, den Fötus am Leben zu erhalten. Dafür wäre dann aber ein weiteres Argument nötig. Nur zu sagen, dass der Fötus eine Person mit einem Lebensrecht ist und daraus abzuleiten, dass die Frau zu dessen Erhaltung moralisch verpflichtet ist, genügt nicht. Thompson variiert im Laufe ihres Aufsatzes das Gedankenexperiment vom Geiger mehrfach und zieht zudem weitere Analogien heran. Eine Variation der Geiger-Analogie lautet wie folgt. Da liegst du nun also im Bett mit dem Geiger und der Krankenhausdirektor erklärt dir, das alles ist höchst bedauerlich und Sie haben ein tiefes Mitgefühl. Aber leider stellt das Ganze eine zusätzliche Belastung für Ihre Nieren dar und Sie werden noch in diesem Monat sterben. Sie müssen aber trotzdem bleiben, wo Sie sind, denn Sie abzukoppeln würde bedeuten, einen unschuldigen Geiger zu töten. Und das ist Mord und das ist unzulässig. Ähnlich funktioniert die Analogie vom schnell wachsenden Kind. Angenommen, du steckst mit einem wachsenden Kind in einem winzigen Haus fest. Wir reden von einem winzig kleinen Haus und einem sehr schnell wachsenden Kind. Du stehst bereits mit dem Rücken zur Wand des Hauses und in ein paar Minuten wirst du erdrückt. Das Kind hingegen wird nicht erdrückt. Wenn nichts unternommen wird, um es am Wachsen zu hindern, wird es sich verletzen, doch letztendlich wird es einfach das Haus aufsprengen und es als freier Mensch verlassen. In beiden Analogien lenkt Thompson den Blick auf die Tatsache, dass die schwangere Frau ebenfalls eine Person mit einem Recht auf Leben ist. Mutter und Fötus haben also das gleiche Recht auf Leben. Das Lebensrecht des Fötus kollidiert mit dem Lebensrecht der Mutter. Wie soll in einem solchen Fall entschieden werden? Für Thompson ist völlig klar, dass die Mutter hier den Fötus töten darf, um ihr eigenes Leben zu retten. Es handelt sich um einen Fall von Notwehr. Diese ist moralisch erlaubt. Auch Dritten sollte nicht verboten werden, der Schwangeren in einer solchen Notwehrsituation zu helfen. Daraus folgt gleichzeitig, dass die extreme Position, die Abtreibung unter allen Umständen verbietet, falsch sein muss. Was aber ist mit den weitaus häufigeren Fällen von ungewollter Schwangerschaft, die weder durch Vergewaltigung entstanden sind, noch das Leben der Mutter gefährden? Nach Thompson ist eine Abtreibung nur dann eine ungerechte Tötung, wenn der Fötus ein Recht auf die Nutzung des Körpers der Schwangeren hat. Doch wann hat der Fötus ein solches Recht? Thompson hält zwei Möglichkeiten für denkbar. Wenn die Schwangere dem Fötus ein solches Recht gewährt, also bei einer gewollten Schwangerschaft, und wenn die Schwangere mitverantwortlich ist für die Existenz des Fötus, also wenn die Schwangerschaft die Folge einer freiwilligen Handlung ist. Dass die zweite Möglichkeit dem Fötus nicht unbedingt das Recht auf die Nutzung des Körpers der Schwangeren gibt, verdeutlicht Thompson mit zwei Analogien, der Einbrecheranalogie und der Analogie von den Menschensamen. Die Einbrecheranalogie lautet wie folgt. Wenn es stickig im Zimmer ist und ich daher ein Fenster öffne, um zu lüften, und ein Einbrecher klettert herein, dann wäre es absurd zu sagen, ach, jetzt kann er bleiben, sie hat ihm ein Recht auf die Nutzung ihres Hauses gewährt, denn sie ist mitverantwortlich für seine Anwesenheit dort, dass sie freiwillig etwas getan hat, was ihm ermöglichte, hereinzukommen, obgleich sie sehr wohl wusste, dass es solche Dinge wie Einbrecher gibt und dass Einbrecher nun einmal einbrechen. Diese Aussage wäre noch absurder, wenn ich extra Gitterstäbe draußen vor meinen Fenstern angebracht hätte, um Einbrecher gerade davon abzuhalten, hereinzukommen, und wenn ein Einbrecher nur aufgrund defekter Gitterstäbe ins Haus kam. Ebenso absurd bleibt die Aussage, wenn wir uns vorstellen, dass kein Einbrecher hereinklettert, sondern eine unschuldige Person, die hereinstolpert oder stürzt. Ganz ähnlich funktioniert die Analogie von den Menschensamen.
Menschensamen wehen wie Pollen durch die Luft und wenn du dein Fenster öffnest, kann einer der Samen hereinfliegen und in deinen Teppichen oder Polstermöbeln Wurzeln schlagen. Du möchtest keine Kinder, also rüstest du deine Fenster mit feinmaschigen Gitternetzen aus, den allerbesten, die es zu kaufen gibt. Wie es nun jedoch schon einmal vorkommen kann und in sehr, sehr seltenen Fällen auch tatsächlich vorkommt, ist eines der Gitternetze defekt und ein Samen weht herein und schlägt Wurzeln. Hat die sich nun entwickelnde Personenpflanze ein Recht auf die Nutzung deines Hauses? Sicherlich nicht. Trotz des Umstandes, dass du freiwillig deine Fenster geöffnet hast, du wissentlich Teppiche und Polstermöbel besaßest und wusstest, dass Gitternetze manchmal defekt sind. Die Rede ist in beiden Analogien von ungewollten Schwangerschaften infolge von misslungener Verhütung. In beiden Fällen wäre man zwar kausal mitverantwortlich für die eintretenden Folgen, aber es ergeben sich dennoch daraus keine Rechte. Übertragen auf freiwilligen Geschlechtsverkehr bedeutet das, Sex ist ebenso wie das Lüften ein normaler Bestandteil des Lebens. Frauen sind demnach nicht zu außergewöhnlichen Mitteln wie Enthaltsamkeit oder Sterilisation zur Verhinderung von Schwangerschaften verpflichtet. Bei einem Versagen von Verhütungsmitteln hat der Fötus demnach trotz der kausalen Mitverantwortung der Frau an seiner Existenz kein Recht auf die Nutzung ihres Körpers und die Frau hat dem Fötus aufgrund der Nutzung von Verhütungsmitteln dieses Recht nicht eingeräumt. Also ist Abtreibung nach misslungener Verhütung moralisch erlaubt. Doch hat die schwangere Frau gegenüber dem Fötus nicht anders als gegenüber dem Geiger, Einbrecher und Menschensamen eine besondere Verantwortung? Thompson sagt nein. Die biologische Mutter-Kind-Beziehung begründet keine besondere Verantwortung. Eine besondere Verantwortung hat man ihrer Meinung nach nur dann, wenn man sie ausdrücklich oder stillschweigend übernimmt. Wichtig ist, dass Thompson mit ihrer Argumentation bei weitem nicht jede Abtreibung legitimiert. Sie sagt ganz ausdrücklich nicht, dass Abtreibung immer erlaubt ist. Thompsons Theorie bietet in der Abtreibungsdebatte gerade kein generelles Ja oder Nein an, sondern bleibt offen für eine spezifische moralische Abwägung im jeweiligen Einzelfall. So schreibt sie am Ende ihres Essays: Sie, die Theorie, berücksichtigt und unterstützt unser Gefühl, dass zum Beispiel eine kranke und zutiefst verängstigte 14-jährige Schülerin, die infolge einer Vergewaltigung schwanger ist, sich natürlich für eine Abtreibung entscheiden darf und dass jedes Gesetz, das dies ausschließt, ein irrsinniges Gesetz ist. Sie berücksichtigt und unterstützt auch unser Gefühl, dass in anderen Fällen der Rückgriff auf Abtreibung sogar eindeutig verwerflich ist. Es wäre verwerflich von der Frau, um eine Abtreibung zu bitten und verwerflich von einem Arzt, sie vorzunehmen, wenn sie im 7. Monat schwanger ist und die Abtreibung nur möchte, um die lästige Verschiebung einer Auslandsreise zu vermeiden. Abtreibung sollte nach Thompson aber nicht kategorisch verboten sein. Und ganz am Ende ihres Aufsatzes erinnert Thompson daran, dass sie die ganze Zeit nur so getan hat, als ob der Fötus vom Augenblick der Empfängnis an eine Person sei, und schreibt: Eine sehr frühe Abtreibung ist sicherlich nicht die Tötung einer Person und wird somit von nichts, was ich hier ausgeführt habe, berührt. Werfen wir am Ende dieses Videos noch einen kurzen Blick auf die beiden am häufigsten vorgebrachten Einwände gegen Thompsons Verteidigung der Abtreibung. Der häufigste Einwand richtet sich gegen Thompsons zahlreiche Analogien. Verglichen mit einer Schwangerschaft sind Thompsons Analogien zu fremdartig und bizarr, sodass wir keine verlässlichen moralischen Intuitionen über die Fälle haben und/oder nicht sicher sein können, ob sie sich tatsächlich auf eine Schwangerschaft übertragen lassen. Sie haben daher wenig argumentative Kraft. Außerdem sind es keine hinreichend passenden Analogien. Die Geiger-Analogie beispielsweise ist keine passende Analogie zu einer Abtreibung, da man bei einer Abtreibung den Fötus tötet, den Geiger aber nur sterben lässt. Thompson kann mit ihrer Analogie allenfalls das Sterben lassen, nicht das aktive Töten einer Person rechtfertigen. Wie schon anfangs erwähnt, möchte Thompson aber auch gar nicht 1:1 die Situation einer konkreten Schwangerschaft abbilden, sondern mit ihren Analogien Schwachpunkte in der Argumentation der Abtreibungsgegner herausstellen und kritisieren. Der zweite Einwand richtet sich gegen Thompsons Auffassung, es gebe keine allgemeine Hilfspflicht, die es gebietet, das Leben einer anderen Person zu erhalten.
Kritiker wenden hiergegen ein, dass es sehr wohl eine Pflicht gäbe, beträchtliche Opfer in Kauf zu nehmen, um das Leben einer Person zu retten. Da bei einer Schwangerschaft nur die Schwangere diese Überlebenshilfe leisten kann, ist sie verpflichtet, die Schwangerschaft fortzuführen. Und zwar auch nach einer Vergewaltigung bzw. wenn dies ihr eigenes Leben gefährdet. Übertragen auf die Analogien bedeutet dies, dass man weder den Geiger abkoppeln noch das schnell wachsende Kind, den Einbrecher oder die Menschensamen entfernen dürfte. Thompson fordert mit ihren Gedankenexperimenten nicht nur diejenigen Abtreibungsgegner heraus, die der Meinung sind, man dürfe unter keinen Umständen abtreiben, sondern bei genauerem Hinsehen auch diejenigen Abtreibungsbefürworter, die der Meinung sind, man dürfe unter allen Umständen abtreiben. Wie ist deine Meinung zu diesem kontroversen Thema? Überzeugen dich Thompsons Gedankenexperimente? Findest du ihre Analogien hilfreich oder unpassend? Schreibe deine Meinung hierzu sehr gerne unten in die Kommentare. Mit den Quizlet-Lernsets, die Skip-Argumente und ihre Kritik, moralischer Status von Embryonen und das deutsche Embryonenschutzgesetz kannst du dein Wissen jetzt erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!